Hi, Robin hier. Ich wollte diesmal ein Video machen, was sich ausnahmsweise um Motion und nicht Final Cut Pro 10 dreht. Erstens, weil ich Motion gerade im Zusammenspiel mit Final Cut so genial finde, aber auch, weil man leider sogar noch weniger Brauchbares zu Motion im Netz findet als Final Cut. In Deutsch sowieso gar nicht, glaube ich, oder? Man merkt, dass eine gewisse Angst gegenüber Motion vorhanden ist, da es zugegebenermaßen sehr anders und einschüchternd sein kann. Und diese Angst möchte ich gerne mit dem einen oder anderen kurzen Tutorial, vielleicht dem einen oder anderen auch nehmen. Es wird also definitiv nicht das letzte Mal sein. Beispielsweise sehe ich oft, wie manche Vorlagenanbieter für teilweise wirklich super simple Vorlagen nicht gerade wenig Geld verlangen. Und muss mir jedes Mal denken, das kann man doch auch selbst in wenigen Minuten in Motion selber herstellen. Also dachte ich mir, ich gehe mal für euch die Schritte durch, womit sich jeder in den besagten wenigen Minuten, ich beweise es, selbst eine solche sehr simple Vorlage bauen kann. Steigen wir also ein. So, ich bin hier in Motion und wir wollen, wie gesagt, eine ganz simple Bild-in-Bild-Vorlage bauen, welche wir dann in Final Cut Pro 10 nutzen können. Ich wähle dazu erst einmal eine leere Final Cut Generator Vorlage aus. Oben links bei den Voreinstellungen schaue ich, dass ich das Ganze mit Broadcast HD 1080 mit 25 Bildern anlege, obwohl genau genommen das im Falle einer solchen Vorlage im Grunde irrelevant ist, da ein Generator und Titel und weiteres später in Final Cut Pro 10 automatisch die Eigenschaften des jeweiligen Projekts annehmen, in dem es benutzt wird. Es ist eigentlich nur wichtig, das richtige Seitenverhältnis zu wählen, was heutzutage ja zu 99, sonst noch was Prozent 16:9 sein wird, wir hiermit also gut beraten sind. Die Länge stelle ich mal auf 10 Sekunden, wobei auch diese im Grunde egal ist, da die Länge später in Final Cut Pro 10 auch frei einstellbar ist. Die hier angegebene Länge bestimmt nur die Standardlänge, wenn ich es das erste Mal in meine Timeline lege. Jetzt klicke ich einfach Öffnen. Damit bekomme ich die Standard-Benutzeroberfläche von Motion und lediglich diese leere Gruppe im Ebenenfenster und eine Projektebene, zu der wir gleich auch nochmal kommen. Für unsere Vorlage wollen wir hier also 4 Platzhalter einfügen zur späteren Bestückung in Final Cut Pro 10 und zwar in der jeweils gewünschten Größe und Position. Die Platzhalter heißen Drop Zones und ich kann so viele erzeugen, wie ich möchte. Finden tue ich sie unter dem Objekt hinzufügen Menü, das ich ganz oben hier im Fenster finde. Ich kann aber auch, wie wir hier sehen, einfach Shift-Command-D drücken. Ich wähle es aus und bekomme damit diese bildfüllende Ebene mit großem abwärts zeigenden Pfeil, den viele sicherlich auch schon aus Final Cut Pro 10 kennen werden. Hier soll das erste von 4 Videos in Final Cut rein und zwar in der oberen Hälfte links. Wir machen auch gleich mal einen Doppelklick auf den Namen und nennen es oben links, dass wir es später auch in der Liste leichter wiederfinden. Nun muss es aber erstmal in jedem Fall kleiner. Dazu gehe ich mit ausgewählter Ebene links auf Informationen, um in die Informationenseitenleiste zu kommen. Hier unter den Eigenschaften-Reiter sehe ich dann die jeweiligen Transformationsparameter, wie auch Füllmethoden und so weiter. Hier kann ich einfach bei Skalieren auf den Wert klicken und 50 eingeben. Damit ist die Dropzone perfekt skaliert und muss nur noch in die Ecke. Das kann ich einfach durch Klicken und Ziehen in der Canvas erledigen. Und dank den dynamischen Hilfslinien in Motion sehe ich auch genau durch die jeweilige vertikale wie auch horizontale Linie, dass das Ganze perfekt positioniert ist. Und die Ebene rastet dementsprechend auf sie ein. Sieht man diese Linien im Übrigen nicht, dann muss man nur oben rechts über der Canvas ins Darstellungsmenü schauen, dass sie aktiv sind und kann sie auch mit Command-Ü ein- und ausschalten. Wobei das Einrasten im Darstellungsmenü in der Menüleiste ebenso aktiv sein muss, welches man wiederum genau wie in Final Cut Pro 10 mit der N-Taste aktivieren und deaktivieren kann. Jetzt drücke ich Shift-Command-D für eine weitere Dropzone. Nenne diese in der Ebenenpalette oben rechts und brauche das Ganze nur nochmal für diese Dropzone wiederholen. 50% und oben rechts positionieren. Die letzten beiden machen wir mal ein klein wenig anders, dass ich euch noch ein paar kleine Tricks auf den Weg geben kann. Beim dritten fängt es mit Shift-Command-D erstmal genauso an. Wir benennen es auch unten links
So, ich weiß ja, dass oben links schon 2 korrekte Werte für mich hat. Nämlich die Größe sowie Position, zumindest auf der X-Achse. Also links nur zu hoch. Um mir das Eingeben dieser Werte zu ersparen, was natürlich besonders in einem Fall, wo es lauter ungerade, abstruse Werte sind, kann ich einfach die oben links Dropzone anwählen und dann durch einfaches Anklicken und Ziehen des Transformationsbalkens hier oben sämtliche Transformationswerte auf meine unten links Dropzone in der Ebenenliste ziehen. Und wenn ich die Maus loslasse, habe ich sämtliche Werte von einem auf den anderen einfach übertragen. Ziemlich praktisch, wie ich finde. Jetzt brauche ich nur unten links in der Liste auswählen und in der Canvas nach unten ziehen. Fertig. So, und um unsere letzte Dropzone zu erzeugen, machen wir es uns ganz einfach. Wir halten einfach die Alt-Taste fest und ziehen unsere unten links Dropzone nach rechts. Damit, wie wir auch in der Ebenenpalette sehen können, wird automatisch eine Kopie der jeweiligen, also in diesem Fall der Dropzone-Ebene gemacht. Sie heißt auch Kopie von unten links, was wir in unten rechts umbenennen. Jetzt fragt sich vermutlich der ein oder andere, warum nicht gleich alle Dropzones mit der letzten Methode erstellen, wo es doch deutlich schneller geht. Nun, die Geschwindigkeit wäre natürlich der Vorteil an dieser Technik. Es gibt aber auch einen Nachteil, den man bedenken muss, den wir jetzt auch sehen werden, wo es darum geht zu schauen, ob denn alles Gewünschte gleich in Final Cut Pro 10 auch zur Verfügung steht. Dazu wählen wir unsere Projektebene an und schauen im Informationenfenster im Projektreiter unter Veröffentlichen. Hier sehen wir nun nur 3 Dropzones, die bereits automatisch veröffentlicht wurden. Später also auch in Final Cut Pro auftauchen und zu bestücken sein werden. Da Apple mir aus unerklärlichen Gründen die Übernahme von den jeweiligen Ebenen bzw. Dropzone-Namen im veröffentlichten Fenster mit der Version 5 bis heute abgeschafft hat, ist es auch nicht ohne weiteres ersichtlich, welches der 4 Dropzones fehlt. Aber ich kann es euch sagen, es ist natürlich die letzte, also unten rechts. Denn duplizierte oder kopierte Dropzones werden nicht automatisch veröffentlicht, warum auch immer. Ergo, hätten wir die letzten 3 mit Kopien des ersten angelegt, dann hätten wir hier nur eine Dropzone, die bereits veröffentlicht wurde. Wir müssten sie also alle manuell veröffentlichen. So müssen wir aber nur die letzte veröffentlichen, was wir auch ganz leicht und schnell tun. Wir wählen unsere unten rechts Dropzone an, schauen unter Informationen und Bild und fahren mit der Maus über den ersten Punkt Ausgangsmedien Dropzone, womit rechts so ein Pfeil erscheint. Klicken wir darauf, können wir hier ganz unten einfach auf Veröffentlichen gehen. Und damit ist auch die 4. Dropzone veröffentlicht. Zurück auf der Projektebene können wir das auch kontrollieren und siehe da, wir haben nun alle 4 veröffentlicht. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit Command S sichern. Damit kommen wir in dieses Fenster, wo wir dem Ganzen einen Namen geben können. Ich nenne es mal 4er Bild in Bild. Und können es jetzt mit dem Menü darunter eine Kategorie hinzufügen, dass wir es in Final Cut Pro 10 schneller wiederfinden. Entweder eine der bestehenden oder eben mit dem letzten Punkt in dem Menü dafür eine neue Kategorie anlegen. Das wähle ich auch und gebe hier Robs eigene ein. Ein Thema brauchen wir nicht, Medien haben wir nicht und ein Vorschau-Film ist auch an der Stelle überflüssig, also klicken wir einfach Veröffentlichen. Zurück in Final Cut finden wir das Ganze jetzt ganz einfach oben links in der Titel- und Generator-Seitenleiste, wie gewünscht, unter Robs eigene und können es mit der E-Taste in unsere Timeline bringen. Hier unten angewählt sehen wir nun, wie erwartet im Infofenster, wie hier alle 4 Dropzones aufgeführt sind. Jetzt brauche ich sie nur nacheinander anklicken und sie mit dem gewünschten Inhalt füllen. Und fertig ist unser einfacher Bild-in-Bild-Generator, welchen wir nun jederzeit in unseren Generatoren zur Verfügung stehen haben. So, und das war's auch schon. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Ich hoffe, ich konnte damit den einen oder anderen ein wenig neugierig machen und inspirieren, sich mehr mit der Welt des Motions auseinanderzusetzen. Und freue mich auf Feedback in den Kommentaren. War es hilfreich? Möchte jemand noch mehr sehen?
Habt ihr Fragen oder gar Vorschläge, was ich als nächstes in einem kurzen Motion oder auch Final Cut Pro 10 Tutorial behandeln soll? Dann schreibt mir auch das in die Kommentare. Die besten Vorschläge suche ich mir raus und schau mal, was mir dazu einfällt. In der Zwischenzeit würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben mögt, was mir auch die Motivation gibt, weitere solche Videos zu produzieren. Und jetzt nur noch ein paar abschließende Infos im Abspann. Über diesen Knopf könnt ihr meinen Kanal abonnieren, über diesen euch in unseren Newsletter eintragen. Sonst gibt es noch hier diese weiteren Themen, die euch vielleicht interessieren könnten. So oder so, vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.